Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp von Schuster Automobile. Heute habe ich mal wieder ein interessantes Thema für euch dabei. Haben ja auch schon ganz schön viele Anfragen von euch bekommen. Und zwar geht es hier um diese kleinen Symbole unten rechts im Mazda Connect Display. Da gibt es ganz schön viele, wie ihr sehen könnt. Und man ist sich da manchmal gar nicht so genau sicher, was die eigentlich bedeuten. Und deswegen hätte ich gesagt, machen wir einfach mal ein Video für euch, damit es ein bisschen klarer wird. Und ich würde vorschlagen, wir starten gleich mal mit den ersten Symbolen. Aber bevor ich losgehe, muss ich noch kurz sagen, ich habe jetzt hier ein Fahrzeug, was wirklich ganz viele Symbole anzeigen kann. Es ist durchaus möglich, dass bei euch, bei eurem Fahrzeug irgendwelche Symbole nicht existent sind, weil ihr beispielsweise einen anderen Softwarestand habt oder einfach ein älteres System oder eine Funktion fehlt. Ist gar kein Problem, da ist also nichts kaputt, sondern einfach dann beim nächsten Punkt weitermachen. Da könnt ihr dann natürlich die Erklärung gerne verwenden. Wir steigen gleich mal hier links mit dem ersten Symbol ein und das könnt ihr euch vielleicht selber sogar noch so ein bisschen denken. Es schaut so ein bisschen aus wie so ein Lautsprecher, der durchgestrichen ist und das bedeutet nichts anderes, als das System im Moment stumm geschaltet ist. Wir können das ganz einfach natürlich auch wieder aktivieren, indem wir hier auf diese Taste drücken. Dann wird die Stummschaltung aufgehoben. Jetzt im Moment wird dann die Quelle genommen, die als letztes aktiv war. Bei mir ist das jetzt hier Digitalradio und ihr seht schon, hier wird jetzt sogar auch von dem aktuellen Titel, der da spielt, ein bisschen was angezeigt. Würdet ihr jetzt zum Beispiel USB-Stick drin haben mit Musik, würde da auch der Titel angezeigt werden. Und wenn es eben wieder stumm schaltet, seht ihr schon wieder, dauert es einen kleinen Moment und dann ist auch wieder dieses Symbol da, damit ihr eben wisst, ist das System stumm geschaltet, warum kommt da jetzt gerade kein Ton raus. Kommen wir direkt zum zweiten Symbol. Hier seht ihr so eine kleine, ich nenne es jetzt mal Sprechblase mit einer Zahl drin. Die Zahl ist umso höher, je mehr Mitteilungen ihr offen im System habt, die ihr noch nicht gelesen habt. Kann man sich so ein bisschen wie so eine SMS-Nachricht oder so vorstellen. Da gibt es ja auch mal diese Zahlen neben den Symbolen. Und wie kommen wir dahin? Ist auch ganz einfach. Ich gehe einfach in das Hauptmenü rein. Das mache ich jetzt mal hier über die Home-Taste. Und hier links seht ihr, ein bisschen versteckt, auch schon wieder so eine Sprechblase mit der 1 drinnen. Das kann also auch sein, dass bei euch da gar nichts steht und eben, dass ihr keine Mitteilung habt. Wir schauen uns jetzt mal diese Mitteilung an. Wie kommen wir dahin? Ihr seht schon so einen kleinen Pfeil nach links. Ist für euch so ein kleiner Hinweis, hey, nimm diesen Multicommander und bagger nach links. Und dann kommt ihr hier auf die Benachrichtigungen. Das können zum Beispiel auch ganz normale Informationen sein, dass eben draußen Glatteisgefahr besteht oder irgendwelche Warnmeldungen, Spritzwasser leer, solche Geschichten. Da könnt ihr also hier weitere Informationen sehen und wir haben jetzt hier einfach mal für euch vorbereitet. Alexa sagt mir, ich sollte den Zugriff auf die Kontakte zulassen, damit eben die Funktionen auch von Alexa vollständig funktionieren. Ja, und dann könntet ihr hier das eben lesen und dann würde das dann auch wieder entfernt werden. Ich gehe mal wieder zurück ins Navi und wir gucken uns das nächste Symbol an. Ihr seht schon hier einen Kreis mit einem durchgestrichenen Zeichen. Das ist also kein Verkehrszeichen, wie man das vielleicht denken könnte. Nein, das hängt auch mit Alexa zusammen. Und zwar könnt ihr Alexa mit verschiedensten Sprachmethoden bedienen. Ihr habt hier einmal die Möglichkeit, einfach nur Alexa zu sagen oder beispielsweise eben hier diese Sprechtaste zu drücken. Und je nachdem, wie ihr das eingestellt habt, kommt es eventuell zu diesem Symbol, wenn ihr beispielsweise eben diese Sprechfunktion ausgeschaltet habt. Ich zeige euch das mal. Wir gehen hier unten in das Hauptmenü rein mit dem kleinen Häuschen, gehen in die Einstellungen. Dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, was ihr einstellen könnt. Natürlich, wir wollen uns jetzt hier mal mit den Einstellungen von Alexa befassen. Und dann haben wir gleich oben Einstellungen. Und hier seht ihr schon Alexa Hands-Free. Das bedeutet nichts anderes, als dass, wenn ihr das anhakt, dass ihr praktisch einfach nur Alexa sagen braucht. Ich hake es jetzt mal an, gehe wieder zurück ins Navi. Und ihr seht schon, der Kreis ist jetzt weg, ist nicht mehr vorhanden. Müsst ihr euch jetzt selber überlegen, ob ihr das eben wollt. Für mich jetzt im Video ist es tatsächlich ein bisschen unpraktisch, wenn ich die ganze Zeit Alexa sage. Weil dann versteht sie mich und will die ganze Zeit mit mir reden. Deswegen schalte ich das jetzt gleich mal wieder aus. Hier seht ihr nun das nächste Symbol. Ich glaube, das kommt euch bestimmt bekannt vor von eurem Smartphone. Es ist tatsächlich auch der Akkuladezustand von eurem Handy. Ich habe jetzt hier 2 Balken. Akku ist also nicht sonderlich voll. Und ist natürlich eine nützliche Funktion, wenn ihr also längere Strecken noch fahren würdet ihr euch jetzt vielleicht hier an dieser Stelle mal überlegen, das Handy zu laden oder vielleicht auf die induktive Ladeschale zu legen, damit man eben wieder mit einem vollen Akku ankommen würde. Viel mehr muss man dazu, glaube ich, nicht erklären. Was bei dem Auto jetzt tatsächlich fehlt, es gibt noch 2 weitere Symbole, die vor allem bei den etwas älteren Modellen auftauchen. Das ist zum einen mal die Empfangsstärke. Das heißt, dass ihr immer wisst, wie gut der Empfang gerade ist. Das hat man bei dem Modell jetzt ein bisschen anders gelöst. Man könnte jetzt zum Beispiel hier in die Kommunikation reingehen,
zeige ich euch mal, wie das ausschaut. Wir gehen direkt in die Kommunikation und beim Telefonieren wird das natürlich angezeigt und hier seht ihr es auch nochmal. Wir haben jetzt hier also 2 Balken Empfang, auch von 5 Stück, das heißt auch nicht sonderlich guter Empfang. Und wenn dann eben der Kontakt ab und zu ein bisschen abbricht oder es sehr schwer zu verstehen ist, dann kann man das hier eben auch ganz gut nachvollziehen, woran das jetzt eventuell liegen könnte. Wenn dann beispielsweise gar nichts mehr angezeigt wird, macht es auch keinen Sinn, jetzt irgendjemanden anzurufen. Da wird man wahrscheinlich kein vernünftiges Gespräch zustande bekommen. Und dann gibt es nochmal so ein Sondersymbol, wenn beispielsweise jetzt eben da so ein kleines Symbol Roam dasteht. Das steht im Endeffekt dann dafür, dass euer Anbieter sich in ein fremdes Netz eingebucht hat. Das ist meistens im Ausland dann der Fall. Und dann solltet ihr eben aufpassen, wenn ihr jetzt eben keinen speziellen Vertrag habt, dass das dann teilweise ein bisschen teurer sein könnte und das Gespräch dann vielleicht nicht ganz so lange dauern sollte. Einfach nur eine Info für euch, dass ihr im ausländischen Netz seid. Dann gibt es noch ein weiteres Symbol, was jetzt hier auch nicht auftaucht. Das ist so ein typisches Bluetooth-Logo. Und dann wisst ihr, okay, bin ich jetzt mit meinem Auto mit Bluetooth verbunden oder nicht. Das hat im Endeffekt 2 mögliche Anzeigen. Einmal eine ganz schwache, dunkle Anzeige, dass ihr wisst, okay, es ist gerade nichts mit Bluetooth verbunden. Und wenn sie dann sichtbarer wird, das Bluetooth-Symbol, dann habt ihr eben die Verbindung jetzt hier zu eurem Auto hergestellt. Habe ich jetzt hier bei diesem Modell nicht. Kommen wir zum nächsten Symbol. Das ist tatsächlich auch was nicht alle Mazda-Modelle besitzen, der hier aber schon. Ich glaube, die meisten, die einen PC zu Hause haben, kennen das. Das ist das WLAN-Symbol. Auch hier haben wir wieder Wellen. Diesmal sind es 4 Stück. Und je mehr Wellen ihr habt, desto besser ist euer WLAN-Empfang. Und wir haben jetzt hier 2 Wellen. Das heißt, es liegt daran, dass wir jetzt gerade mit dem Firmennetzwerk verbunden haben und außerhalb stehen. Das ist vollkommen ausreichend, aber es könnte eben sein, dass dann die Verbindung nicht ganz so schnell ist. Wir brauchen das bei diesem Auto hier speziell für Alexa, denn wir haben ja diese Sprachsteuerung drin und die funktioniert natürlich grundsätzlich auch ohne Wi-Fi. Allerdings, wenn man Musik hören möchte, dann braucht man einen sogenannten Wi-Fi-Client, den man hier aktivieren kann, also ein Wi-Fi-Netzwerk. Das kann entweder euer Smartphone sein oder natürlich auch ein fest installiertes Wi-Fi, was allerdings natürlich wenig Sinn macht, wenn ihr fahrt, weil dann kommt ihr natürlich aus dem Bereich raus. Wie das übrigens geht, wie man das einrichtet und so weiter, haben wir euch auch schon mal ein Video gemacht dazu. Also wenn ihr jetzt gerade zuhört, ein Alexa-Auto habt, schaut gerne mal später dann auch hier in dieses Video, was ich euch hier oben verlinkt habe. Das zum Thema Wi-Fi. Würde ich das Wi-Fi ausschalten, also diese Funktion nicht nutzen, wäre dieses Symbol einfach komplett weg und nicht sichtbar. Und hier könnte man auch denken, dass es ein Akkuzustand oder vielleicht auch eine Empfangsstärke ist. Und wenn man auf Empfangsstärke getippt hat, lag man tatsächlich auch ganz richtig, denn wir haben in diesem Fahrzeug nochmal eine integrierte SIM-Karte, speziell für unser Notrufsystem. Bei diesem Auto ist es tatsächlich so, wenn ihr irgendwo euch in einer Notsituation befindet, könnt ihr einfach hier diesen SOS-Knopf drücken und dann würden die Rettungskräfte alarmiert werden, die mit euch ein Gespräch führen. Es geht sogar so weit, dass wenn wirklich ein sehr schwerer Unfall passiert ist, wo die Airbags sich öffnen, wird auch automatisiert die Rettungsleitstelle informiert. Wenn ihr zu diesem Thema speziell noch weitere Informationen haben wollt, verlinke ich euch gleich mal an dieser Stelle hier auch noch ein Video von uns. Da gehe ich noch ein bisschen mehr in die Tiefe rein. Kurz als Hintergrundinformation, es ist bei den meisten Modellen keine physische SIM-Karte, sondern eine elektronische SIM-Karte. Und bei diesem Auto speziell haben wir nicht nur den SOS-Knopf, sondern eben auch noch ein richtiges System, um Datenaustausch stattfinden zu lassen, weil wir eben zum Beispiel diese Alexa-Sprachbedienung mit allen möglichen Funktionen haben. Das heißt, hier wird so regelmäßig Datenkontakt stattfinden und Mazda zahlt im Endeffekt euch diese Lizenz für diese SIM-Karte. Und ja, ganz einfach, wenn wir hier also ein bisschen näher hinschauen, seht ihr schon, dass es ab und zu mal so ein bisschen springt. Das hängt dann davon ab, in welcher Region ihr euch befindet. Und je weniger Balken ihr habt, desto schlechter ist natürlich der Empfang. Und damit könnte natürlich auch der Datenaustausch wieder ein bisschen schlechter stattfinden. Jetzt gerade im Moment bleibt es relativ stabil. Vorne ist es mal so ein bisschen gesprungen. Und dieses Symbol kann auch verschiedene andere Dinge anzeigen. Also wie ich schon sagte, je weniger, desto schlechter der Empfang. Wenn ihr also gar keinen Balken mehr seht, wisst ihr schon, okay, das ist also ziemlich schlecht. Wenn er durchgestrichen ist, heißt es, dass er gerade im Moment gar kein Netz erreichbar ist. Also er kann nämlich theoretisch auch ins Vodafone-Netz, ins D1-Netz und so weiter. Also er ist komplett netzunabhängig, was ziemlich cool ist. Aber wenn man halt wirklich irgendwo in der Tiefgarage ist halt vielleicht in dem Moment gar nichts erreichbar. Dann könnte es auch sein, dass es komplett mit 2 Linien durchgestrichen ist. Das würde bedeuten, dass es aktuell keinen gültigen Vertrag mehr für diese SIM-Karte gibt. Das habe ich in diesem Video übrigens, wo es um diese SIM-Karte geht, auch noch mal ein bisschen näher besprochen.
Und dann gibt es noch so zwei so Sondersymbole, die ich selber auch noch nie gesehen habe. Wenn zum Beispiel so ein kleines Fragezeichen da steht, dann wechselt er meistens gerade das Netz. Also dann überlegt er, soll ich jetzt zum Beispiel von D1 auf Vodafone gehen, ist aber meistens dann relativ schnell dann wieder weg. Und dann gibt es noch so ein kleines Ausrufezeichen. Und wenn das auftaucht, dann ist irgendwo bei euch im Moment diese Online-Synchronisation, dieses System ausgeschaltet, dass ihr sagt, ich möchte keinerlei Kontakt zur Außenwelt mit diesem Auto haben. Das wäre dann in diesem Moment eben der Fall. Ach, und an der Stelle fällt mir noch ein, wenn ihr ein Auto besitzt, so wie ich jetzt hier gerade, bei dem auch regelmäßig Datenaustausch mit den Mazda-Servern stattfindet, um zum Beispiel neuestes Kartenmaterial runterzuladen oder auch ein Software-Update durchzuführen, dann könnten zwei kleine Pfeile auftauchen, einer nach oben, einer nach unten. Und das bedeutet nichts anderes, als dass gerade in diesem Moment Daten ausgetauscht werden, beispielsweise eben um hier wieder neues, frisches Kartenmaterial runterzuladen. Kommen wir nun zum letzten Punkt, das ist das Symbol auf der rechten Seite, relativ einfach zu erkennen an diesem kleinen Blitz in der Mitte, auch wenn es jetzt hier nur sehr schwach leuchtet. Das ist die induktive Ladeschale und die ist im Endeffekt auch immer in Kombination hier mit diesem kleinen Symbol, mit dieser kleinen LED zu vergleichen. Das heißt, es harmoniert meistens ein bisschen miteinander und ihr seht schon, im Moment leuchtet sie also permanent weiß. Das heißt, sie ist grundsätzlich mal stadtklar. Ich könnte jetzt hier mein Smartphone, was mit diesem Wireless Charging kompatibel ist, drauflegen. Ich öffne jetzt einfach mal für euch die Tür und dann wird Folgendes passieren. Ihr seht schon, das Symbol ist jetzt nicht mehr weiß. Es ist also dunkel hinterlegt. Das heißt, im Moment ist dieses Ladeschale also nicht aktiv. Selbst wenn ich jetzt mein Smartphone auflegen würde, würde es nicht laden. Und schaut mal hier runter. Es fängt an weiß zu blinken. Und warum ist das jetzt so? Mazda hat das eben so programmiert, dass die Ladeschale nur funktioniert, wenn die Türen geschlossen sind und das Fahrzeug sich im Ready-Modus befindet, also wirklich auch startklar ist. Ich mache die Tür wieder zu und dann gucken wir uns mal die verschiedenen anderen Möglichkeiten an. Ich lege jetzt hier einfach mal mein Smartphone drauf, möglichst mittig, damit es auch richtig geladen werden kann. Und wir starten jetzt hier mal mit einer gelben Lampe. Wir haben nämlich zwei verschiedene Lademodi in diesem System. Eine normale oder eine schwache Ladung, die wird jetzt hier gerade im Moment mit ca. 5 Watt bei diesem Auto durchgeführt und dann gibt es noch Schnellladen. Warum wird jetzt hier gerade im Moment nur mit der schwachen Ladefunktion gestattet? Das liegt eben daran, dass wir uns im Moment in einer Art Elektromodus befinden oder aber auch das gleiche wäre zum Beispiel, wenn ihr an der Ampel steht, also im Start-Stopp-Modus, dann spart das Auto sozusagen Energie und reduziert auch die Leistung von der Ladeschale. Wenn ich jetzt beispielsweise hier testweise einfach mal in den Sportmodus gehe und den Benziner starte, machen wir mal kurz. So, gehen wir hier auf D. Jawohl, jetzt ist also der Motor angegangen. Das System stellt um auf starke Ladung. Wir laden jetzt hier Wireless mit 15 Watt. Aufpassen, es gibt auch einige Smartphones, die ein bisschen älter sind, die eben diese schnelle Ladeleistung nicht können. Da kann es also generell auch so sein, dass man hier, wie soll ich sagen, gar nicht mit 15 Watt laden kann. Ihr könnt es übrigens auch selber beeinflussen, welche Ladestärke ihr haben wollt. Ich starte bloß mal kurz wieder mache mal wieder den Motor aus, gehe wieder in Elektromodus, zeige euch das mal im Menü. So, wir gehen mal hier in die Einstellungen. Dann haben wir hier natürlich auch die Verbindungseinstellungen so ein bisschen versteckt und da Einstellungen für kabelloses Laden. Grundsätzlich könnt ihr natürlich das kabellose Laden aus- und einschalten. Wichtig ist natürlich, dass es auch eingeschaltet ist, damit das System funktionieren kann. Und dann liest man hier was, das kann man irgendwie nicht so richtig verstehen. AM-Empfang priorisieren. Es hat folgenden Hintergrund, wenn ihr also wirklich AM-Radiosender hört, das eigentlich meistens meiner Kenntnis nach nur die amerikanischen machen, weil man ausländische Radiosender empfangen will, dann würde diese starke Ladeleistung dazu führen, dass eventuell einzelne Sender dann nicht mehr sehr gut rankommen, weil diese Wellen dann eben diesen Empfang stören. Dann könnte man da drauf drücken und dann würde das System grundsätzlich nur mit 5 Watt laden. Jetzt müsst ihr aber beachten, dass 5 Watt das dauert schon eine ganze Weile, bis man damit auch ein Smartphone lädt. Und zum anderen, wenn man dann eben beispielsweise noch eine kleine Hülle hat oder so, dann reicht es meistens nicht aus, dass man mit dieser geringen Ladeleistung das Handy überhaupt laden kann. Also das nochmal für euch zur Info. Dieses System kann allerdings noch weitere Zustände annehmen. Ich habe das jetzt mal symbolisiert mit meinem Schlüssel. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach meinen Schlüssel drauflege, wird das System erkennen, dass jetzt hier was nicht stimmt. Ihr sagt, kabellose Laden ist nicht verfügbar. Ihr seht schon, es blinkt jetzt gerade im Moment rot und es kommt ein rotes Ausrufezeichen. Das heißt, hey, Achtung, hier stimmt was nicht. Und ist ja auch irgendwie auch logisch, dass hier gerade was nicht passt. Das passiert zum Beispiel auch, wenn ihr in eurem
in eurer Hülle zum Beispiel noch irgendwas Metallisches drin habt, irgendwelche Aufkleber oder so, da könnte es dazu führen, oder wie ich jetzt ein Portemonnaie oder einen Schlüssel hinlegt, dann ist das ein ganz typisches Symbol. Es gibt noch ein weiteres Symbol, was ich euch gerade nicht zeigen kann. Das ist zum Beispiel bei Übertemperatur. Es gibt also eine Schutzfunktion, wenn euer Smartphone zu warm wird, sendet das ans Auto, hey, du, ich bin gerade zu warm, bitte hör auf mit Laden. Das ist einfach, dass der Akku geschont wird. Dann wird da noch so ein kleines Temperatursymbol auftauchen. Es wird ja ganz genauso auch rot blinken. Und wenn es bei euch eben nicht rot blinkt, sondern permanent rot leuchtet, dann ist irgendwas nicht mit dieser Ladeschale in Ordnung. Das solltet ihr dann tatsächlich mal bei eurem Mazda-Händler überprüfen lassen. So, das waren mal alle Symbole, die hier so im Display auftauchen können. Ich hoffe, ich konnte euch da die bestmöglich erklären, dass ihr immer wisst, was das denn tatsächlich für eine Bedeutung hat. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Habt ihr noch irgendwelche Fragen dazu? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Versuche ich natürlich immer so schnell wie möglich darauf zu antworten. Wenn euch unser Kanal übrigens gefällt, denkt auch dran, den zu abonnieren. Das ist übrigens absolut kostenlos für euch. Und wenn ihr die Glocke drückt, kriegt ihr immer eine Information, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ansonsten bleibt mir nur Dankeschön zu sagen fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.